Hallo zusammen, ich bin der Benjamin und in diesem Video zeige ich euch, was wir unter Daten verstehen und welche Bezeichnungen wir für die einzelnen Bereiche in Daten verwenden. Zuerst zur Analyseeinheit oder auch Merkmalsträger genannt. Merkmalsträger ist das, was wir untersuchen wollen. Also in unserem Beispiel ist das die Partei. Wir haben Chapel Hill Expert Survey Daten hier von Deutschland vom Jahr 2010 bis 2019. Jeweils die Links-Rechts-Positionierung. Das heißt, zum Beispiel die CDU ist eine Analyseeinheit. AfD ist eine andere, CSU ist eine, die TIER, FDP, Grüne, Linke, NPD, Piraten und SPD sind die verschiedenen Analyseeinheiten. Ein einzelnes Jahr von einer Partei, das ist eine Beobachtung. Manchmal ist es so, wenn wir zum Beispiel einen Selects-Datensatz haben für einen spezifischen Wahljahr, dann wäre dort die Analyseeinheit eine Person und die Beobachtung wäre ebenfalls eine Person, da wir nur einen Zeitpunkt haben. Jetzt hier haben wir zum Beispiel von der FDP 3 Beobachtungen, auch von der AfD haben wir 2 Beobachtungen, von der CDU 3 und so weiter. Es ist quasi eine Beobachtung, ist in einem Datensatz in der Regel eine Zeile. Dann haben wir Merkmale oder auch Eigenschaften genannt. Sind hier oben, also hier haben wir Country, Year, Party und LR General, also die generelle Links-Rechts-Achse. Dann die Merkmalsausprägungen sind die möglichen Werte für ein bestimmtes Merkmal. Also hier haben wir zum Beispiel für Jahr, wäre es 2010, 2014, 2019. Sind die Merkmalsausprägungen. Nun, bei Eigenschaften unterscheiden wir zwischen Konstanten. Eine Konstante ist, wenn alle Werte, also alle Ausprägungen der Eigenschaft identisch sind. Also hier ist jetzt bei Country, da wir nur Deutschland haben, ist das Land eine Konstante. Anders sieht es bei der Links-Rechts-Positionierung aus, das gleiche auch bei Party und bei Year, das ist jeweils eine Variable. Also Year, Party und LRG sind Variablen, da sie mehr als einen Wert annehmen. Dementsprechend variieren, deshalb auch Variable. Gegensatz zu Konstanten, die konstant sind. Also nur einen einzigen Wert haben für alle Beobachtungen. Wenn es mindestens 2 Beobachtungen sind, dann nennt man das Ganze Variable. Nun, wie sieht das Ganze in R aus? Wie habe ich den Datensatz erstellt? Zuerst den Datensatz eingelesen, noch als Vektor angewendet, weil es ein Data-Datensatz ist mit Haven. Und dann habe ich die Merkmale ausgewählt, die ich auswählen will. Und zwar Country, die Konstante, Year, Party und LRG. Nach dem Befehl hier wäre Country noch eine Variable. Also mit Select können wir Merkmale auswählen. Beobachtungen hingegen wählen wir mit Filter aus. Jetzt machen wir Country gleich GE für Germany, also Deutschland. Nach dem Zeitpunkt hier wird es nun zu einer Konstante, weil wir hier nur einen Wert angegeben haben. Dann noch Jahr, also hier größer gleich 2010, da es noch ältere Datenpunktzeiten drin gibt, aber damit das Ganze übersichtlich wird, nur noch 25 Beobachtungen drin sind, damit das Ganze auf einer Seite Platz hat, habe ich erst ab 2010 die Daten genommen. Ich hoffe, ich konnte mit dem aufzeigen, wie ein Datensatz aussieht und was die einzelnen Begriffe sind in einem Datensatz. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Und falls du über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Dort alle auswählen, dann informiert dich YouTube jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade.